Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Wir berechnen nun die Determinante einer Matrix mit der Regel von Sarrü. Also, wir haben hier mal gegeben 3 Matrizen. Alles sind sogenannte 3-Kreuz-3-Matrizen. Also die haben 3 Zeilen und 3 Spalten, sind 3-Kreuz-3 Matrizen. Wenn wir jetzt hier die Determinante bestimmen möchten, so wenden wir die Regel von Sarrü an. Wie funktioniert es? Also wir haben hier diese Matrix gegeben. Dann machen wir das so, wir schreiben die ersten beiden Spalten noch einmal daneben hin. Also 4, 10 und minus 6 und hier diese 2, 5 und minus 3. Und dann geht es jetzt wieder gleich, Hauptdiagonale minus Nebendiagonale. Aber wir haben jetzt hier mehrere Hauptdiagonalen. Hier haben wir die erste Hauptdiagonale, hier die zweite und hier die dritte. Das Wichtige ist, die Hauptdiagonalen werden addiert und die Nebendiagonalen werden subtrahiert. Die zeichnen wir uns auch ein. Die gehen dann so. 1, die erste Nebendiagonale, hier haben wir die zweite Nebendiagonale und die dritte Nebendiagonale und diese werden jeweils subtrahiert. Also, jetzt beginnen wir doch gleich einmal. Also, wir beginnen mit der ersten. 4 mal 5 mal 1 ist die erste Hauptdiagonale. Dann heißt es plus, weil die werden hier addiert. 2 mal 0 mal minus 6 plus die dritte Hauptdiagonale 1 mal 10 mal minus 3 und jetzt kommt minus, ziehen wir die Nebendiagonalen ab. 1 mal 5 mal minus 6 minus 4 mal 0 mal minus 3 und noch einmal minus 2 mal 10 mal 1. So, was kommt da jetzt heraus? Schauen wir es uns einmal an. 4 mal 5 ist 20. Der Term hier fällt weg, da haben wir ein 0 dabei. Minus 3 mal 10 ist minus 30. Dann hier, Minus und Minus ist Plus, 6 mal 5 ist plus 30. Dann dieser Term hier hat eine 0, also fällt er weg. Und hier haben wir 2 mal 10 ist 20, ist minus 20. Also 20 minus 20 ist 0, minus 30 plus 30 ist auch 0. Also ist das Ergebnis hier gleich 0. Die Determinante der ersten Matrix ist 0. Auch hier sehen wir den Grund. Wir sehen, die erste Spalte und die zweite Spalte sind voneinander linear abhängig. Wenn ich hier die zweite Spalte mit 2 multipliziere, dann bekomme ich die erste. 2 mal 2 ist 4, 2 mal 5 ist 10, 2 mal minus 3 ist minus 6. Und sobald eben 2 Spalten voneinander hier linear abhängig sind, bekommen wir hier eine Determinante von 0 heraus. So, jetzt die zweite Matrix hier. 1, 0, 5, minus 2, 3, minus 1 und 7, 2, 4. Da schreiben wir jetzt wieder die ersten 2 Spalten ab. 1, 0, 5 und minus 2, 3, 1. Dann machen wir hier wieder die Hauptdiagonalen. Beginnen wir mal mit denen. Die werden ja alle positiv gezählt. So, ist also gleich. Jetzt haben wir hier 1 mal 3 ist 3, mal 4 ist 12. Dann minus 2 mal 2 ist minus 4, mal 5 ist minus 20. Und 7 mal 0 ist 0, also die dritte können wir uns gleich sparen. Jetzt heißt es minus der Nebendiagonalen.
Also wir zeichnen uns die Nebendiagonalen ein. Und die werden alle minus gerechnet. So, 3 mal 5 ist 15, mal 7 ist 3 mal 5 mal 7 ist 105. Das rechne ich lieber im Taschenrechner aus, sonst rechnen wir jetzt hier Coram Publico. Das wäre ziemlich peinlich. Also minus 105, weil wir ziehen sie ja ab. Dann die zweite. 1 mal 2 ist 2, mal minus 1 ist minus 1 und minus ist minus 2. Und das nehmen wir ja minus, also plus 2. Und bei der dritten haben wir minus 2 mal 0 ist 0. Also sind wir hier dann quasi schon fertig. Dann haben wir 12 minus 20 minus 105 plus 2 ist minus 111. Das ist die Determinante der zweiten Matrix. Und jetzt schauen wir uns dann noch die Determinante der dritten Matrix an. Auch da müssen wir jetzt wieder die erste und die zweite Spalte daneben hinschreiben. Also 1, 2, 0 und 0, 5, 1. Machen wir zuerst wieder die Hauptdiagonalen. Also hier, hier und hier. Die werden alle plus gerechnet. Also 1 mal 5 ist 5 mal 5. 5 mal 5 ist 25. Da haben wir 0 in der zweiten Hauptdiagonale, das fällt weg. Und da haben wir 2 mal minus 1 ist minus 2. Jetzt heißt es minus Nebendiagonalen. Also wir schreiben uns die Nebendiagonalen, kennzeichnen wir uns hier. Da bei der dritten sehen wir schon, ist ein 0 dabei, das heißt, die wird wieder wegfallen. Also wir haben Minus, gell? Aber da steht sie, minus 1 mal 5 mal 0 ist 0. Das fällt schon einmal weg. Dann haben wir Minus. 1 mal 4 ist 4, also minus 4. Und dann hier die dritte, Minus, aber da haben wir auch wieder eine 0. Also haben wir hier 25 minus 6 ist 19. Und das ist die Determinante der dritten Matrix. Was haben wir gesehen? Wir haben hier wieder reelle Einträge. Ist die Determinante gleich 0? So kann man vermuten, und das sieht man auch hier, dass wir zumindest einmal zwei Spaltenvektoren voneinander linear abhängig waren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.